Willkommen im Prostitutionshaus. Ihr habt sicherlich die letzte Folge gesehen. Wenn nicht, schaut euch diese unbedingt nochmal an. Ihr kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Und jetzt machen wir nochmal weiter und sprechen mit dem. Sprich mit Kuppler. Zum Thema, es wird besser, diese Folge. Nein, es geht genauso weiter. Ich spreche jetzt mit Kuppler. Ich sag einfach, das ist Englisch, das ist ein Kappler. So, have you found what you were looking for? Let's just say that I'm gathering information. My treasures are worth their price. I promise you that you will get your money's worth. For you, I'm sure we can make a special arrangement. Jetzt könnte ich einfach mal einen Petrus eingreifen lassen. Lassen wir mal sehen, was er erreichen kann. Father, do you want to explain to this man why we are here? Of course. We are not here for your services, but to lead an investigation. Several clients of yours have made a complaint. Precious objects disappearing after your employees' visits. People in very high places are concerned, which explains why we've been asked to take care of it. This cannot be. Well, listen. Come in, but please be discreet. Thank you for your cooperation. Okay, ich darf also eintreten. Okay, wen treten wir denn mal? Schauen wir uns die hier mal an. Erstmal schubsen. Wir machen eine Runde Schubsetanz. Gut, so sieht die aus. Wie sieht die andere aus? Erstmal alle angucken. Genau. Präsentier dich. Klapp's auf den Po. So ist richtig. Wen haben wir noch? Nee, den will ich mir nicht angucken. Okay, ich muss. Sind am Ende bestimmt seine Ohrringe. Wir fangen mal mit dem an. Hi. Well, here's someone new. What can I do for you, pretty face? I wanted to know who this earring belongs to. Oh, this really isn't my day. Show me, pretty face. Given the way it shines, it must be a piece of junk. It probably belongs to one of the girls. It's really their style. Well, if that's all that you're here for, I'd rather get back to the grind. Zum Glück schnell beendet. Und ich sage jetzt nicht, doch, ich sage, war eine kurze Nummer. Wir sind schließlich hier, also es muss flach bleiben. Auch ja, Klapp auf dem Po. Klapp auf dem Po, nicht Klaps, Klapp auf dem Po. Hallo. Look, a new face. Oh, but wouldn't that be... Hello, Father. Oh, hello. We would like to know if you know who this earring belongs to. Is it maybe yours? Absolutely not. I am careful not to leave my belongings with clients, and I have no desire to answer your questions. That doesn't fall within my services. Very well. Goodbye. Also sie will die Fragen nicht beantworten. Man hat die dünne Arme. Es gehört nicht zu ihrer Dienstleistung. Okay. Bietest du diese Dienstleistung an? Fragen beantworten? Ihr mit euren Klapsen. There are too many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam, but we're here to ask other favors of you. This question might seem a little surprising, but do you know who this earring might belong to? Why? It's mine. I lost it when... How did you get hold of it? Are you sure you want to broach that subject here? You're right. Come with me. Well, what do you want? Why are you giving me back my earring? You know where we found it, don't you? Obviously. I realized as soon as I got back that I'd lost it. I imagine your pimp does not know that you take part in these parties.
He doesn't dabble in this at all? No, do not say anything to him, I beg you. He's on my case enough as it is. Then I suggest you answer my questions. What would you like to know? Habt ihr gesehen, wie die sich nach vorne beugt? Hofft sie, dass sie so die Fragen nicht beantworten muss? So, was fragen wir denn mal? Geht mal erstmal, wer nimmt denn alles dran teil? Could you tell us who you saw at the parties? Rich people, or better. They seemed very rich and important to me. But I don't know them. Kurz und knapp. Reiche Leute, aber sie kennt sie nicht. So, wer ist denn der Veranstalter? Do you know who organizes these parties? Not really, no. A steward pays me when I go, but I don't see anyone else, apart from the clients. You can't even give me a single name. No. The only person who sometimes speaks to this steward is a woman who is always wearing a green coat. She never takes part in the festivities, but the steward rushes over whenever she arrives. Dann deuten wir das mal an, was hier steht, ne? Die Anwesenheit der Mutter, Kardinalin. Do you think that an important person from Teleme could have partaken in these soirees? You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father, I don't know the Mother Cardinal, but I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her, and you don't think you've crossed paths. What a testimony. So, jetzt können wir über die Frau im grünen Mantel sprechen oder einfach mal wieder den gewohnten Weg mit dem Charisma. Admit it, you must know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people, wouldn't you agree? Well, I was able to recognize someone, once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. I don't want to implicate anyone, but he is of no real importance, and you've probably never even heard of him. It's the local moneylender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you, huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. So macht man das, ne? Am Ende sagt man immer, das Gespräch hat nie stattgefunden. Welches Gespräch? So, wer ist die Frau im grünen Mantel? This woman in the green coat. Could you tell me about her? She always hides her face and never joins us. Then she disappears into a little office and locks the door. I see. She is quite important then. So, und wer ist Zuckerstange? Do you know someone who goes by the name of Candy Cane? Everyone does. He is a powerful person, so his name makes the rounds. Have you ever spotted him at these pleasure parties? In all honesty, I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone. I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know. Somit haben wir die Prostituierten befragt und können wieder gehen. Wo sind wir jetzt einfach hier gelandet? Sind jetzt hier in dem Raum, müssen jetzt wieder raus. Können wir hier noch lang? Wir hier noch irgendwas? Wenn wir einmal hier sind. Hier geht's dann auch wieder hoch. Oh, gehen wir hier hoch. Das sieht jetzt ja fast aus wie Groschengarde. Das wird wohl auch so sein. Schauen wir erstmal weiter ins Questbuch. Wir haben ja noch ein paar Sachen. Die Prostituierten haben wir befragt und jetzt geht's weiter zum Wirt. Wir machen einfach das, wie es jetzt vorgeschlagen wurde, also weiter zum Wirt. Jetzt könnten wir aber auch mal überlegen, wir waren ja jetzt dort drin, uns einfach mal wieder anders zu bekleiden. Hier, ich nehme wieder mein Gewand. Du, was nimmst du denn? Nee, das ist die vom Inquisitor, kriegst du auch nicht. Das war das Schlossknacken. Ja, das hier, das kriegst du. Und du kriegst diese Rüstung wieder zurück. Hier hast du. Und jetzt geht's weiter.
Ja, das blitzt und donnert. Das donnert nicht. Das Licht blitzt. Wirt ist jetzt auf der anderen Seite und da komme ich von hier aus gar nicht hin. Also eigentlich rein, hinten rum und auf der anderen Seite da wieder raus. Okay, gehen wir wieder durch. Gehen wir wieder zurück. Weil es so schön war. Hier hinten rum machen wir das Brett auf, dann können wir später auch von der anderen Seite rein. Ich glaube, hier ist der richtige Weg. Genau, jetzt hier können wir hier durch. Ich schau mal hier hinten lang. Ich gibt es ja auch noch was zum Plündern. Jetzt sind wir in der Groschenschenke. Genau, da wollen wir ja hin. Da brutzelt was. Hier gibt es Käse. Und keiner wundert sich, dass wir hier von hinten durch die Küche reinkommen. Und da ist der Wirt. Der Wirt sieht genauso aus wie draußen der Händler, der so glücklich ist, hier in San Matthäus zu sein. Can I get you anything? I'm here for something else. Can I ask you a couple of questions? If you wish. What would you like to know? Mit was fangen wir denn an? Ach, Zuckerstange. Wir fangen mit der Zuckerstange an. What can you tell me about a certain candy cane? Candy cane. Everyone speaks about him or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here, nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they'd talk about him. Also hier kann er mir nichts zu ihm sagen. Er im Casino, Spielzimmer oder Bordell. Bordell waren wir schon, also wahrscheinlich dann noch Fragen woanders stellen. So, wer ist die Frau im grünen Umhang? I'm looking for a woman who comes here. She always wears a long green coat. Yes, I have seen this coat before, but I have no idea who is beneath it, if that's what you're asking. All I know is that I've seen her speaking to a regular, a steward of the palace who comes to place big orders. Always prime choice. I have to go. I will leave you to your work. Also der Wirt hat nicht viel gesagt, nur wieder die Verbindung zum Haushofmeister. Jetzt müssen wir wieder ins Untergeschoss. Suchen wir mal direkt hier gleich runter zu gehen. Müssen wir da wieder zahlen, weil bei einer Stadt geht es in der Arena. Hier wahrscheinlich nicht. Ne, sind wir, glaube ich, vorhin auch schon runtergegangen, ne? Hier ging es zum Meister Buchmacher. Genau, hier ging es dann zum Bordell. Wir wollen jetzt aber zum Buchmacher. Hier, das ist der Buchmacher. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? Nach der Arena, nach Zuckerstange. Was mal die Zuckerstange. I imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends, protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel have disappeared. Do you know where I can find him? He often hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy. I know how to look after myself. Thanks for the information. Jetzt haben wir schon mal einen Ort gefunden, also genannt bekommen, an dem wir diese Zuckerstange finden könnten. Werden wir nachher bestimmt mal versuchen. So, weiß er etwas zu der Frau im grünen Umhang? I'm looking for someone. A woman wearing a big green coat. Yeah, I know who you mean. She's a good client. She comes in, especially for the big fights, and she has prime information. Do you know where I can find her? No, I don't even know her name. She wouldn't happen to be coming back to collect some winnings, would she? No, and I can't really tell you when she'll show up next. I must be going. Next time, then. Also viel bisher nicht. Zumindest nicht zur Frau im grünen Umhang, bloß dass die hier öfters vorbeikommt. Was haben wir jetzt noch so? Also, schauen wir mal ins Questbuch rein. Hier. Jetzt muss ich nur noch die Elster befragen.
Auf zur Elster. Gehen wir erstmal raus. Wird jetzt direkt angegriffen? Nee. Muss ich die Elster finden? Wo sind die Elster? Am anderen Ende. Okay. Dann suchen wir mal den Weg. Hier war ich schon mal. Da war ich in dem Haus da drin. Ist jemandem aufgefallen, der hat sich beschwert. Genau, und jetzt einfach bloß noch gerade nach hinten, ist im Hafenviertel. Elster ist natürlich am Hafen zu finden, wo auch sonst. Das sieht nicht so vertrauenserweckend aus. Also, das sieht aus wie eine Wache und gleichzeitig wie zwei Ganoven. Also Wache und Ganoven zusammen. Okay, gehen wir mal hier rein. Das ist also der Geldverleiher. Gut, dass ein Geldverleiher eine Wache und Ganoven hat, kann ich mir auch vorstellen. Can I help you? Yes, actually. I have a small favor to ask. You don't look like you need money from me. I'll get straight to the point. I have bad news for you. I know about the decadent parties at the palace. I know that you take part in them. What? What are you talking about? Stop acting all innocent. I have all the evidence I need to incriminate you. Although your reputation isn't spotless, there are others who have a lot more at stake than you. What if I were to spread it around town that you boast about being there? You know what happens when tongues wag too much. That's enough. All right, I get the message. What do you want? Klare Ansage, ne? Erstmal schön drohen, dass er weich wird und jetzt wird er hoffentlich alle Fragen beantworten. Diesmal fangen wir aber mit Mutter Kardinalin an. It would appear that you know the Mother Cardinal very well. I know that she borrowed money from you. I even know how much. What I want to know is why. I have no idea. Do you really think that my clients tell me everything about their lives? Does she still owe you money? No, she always pays me back on time, and with interest. Do you think she's plundering the city funds? Ha! If that were the case, the funds would have been depleted long ago. Nah, the money's coming from elsewhere. Tell me about Candy Cane. We're not close, if that's what you want to know. I just know his name, like everyone else. I mean, there are some rumours. They say he does his business in the basement of the Coin Tavern. What kind of business? Oh, nothing to do with my line of business. He deals in arena fights, which would be on me. I would advise you to keep all of this to yourself. I don't want any trouble. I will be as silent as a stone. So, how do you see things, my child? I think that the usurer is lending money to the Cardinal, and very significant sums at that. With this money, she bets on the arena fights while hiding in a big green coat. And she also gives large amounts to a certain Candy Cane, known for fixing fights. Not only does our dear Cornelia love betting games, but she also wouldn't think twice about cheating to win. Maybe he's just giving her advice. How can we prove anything? We can always try asking him. Who knows? Perhaps he will give us an answer. Das ist zwar gut, dass man danach bespricht, was man herausgefunden hat und was die Vermutung ist. Man hätte aber vielleicht ein bisschen woanders hingehen sollen und nicht direkt neben der Elster das alles schon bequatschen, weil die Elster kennt die Zuckerstange und wenn das dann doch schon weiter getratscht wird. Naja, aber gut. Geschehen ist geschehen. Wird das von Ihnen angegriffen? Nö. Habt ihr ein Glück, könnt ihr weiterleben. Jetzt soll ich wahrscheinlich zum Hafen, ne? Genau, finde Zuckerstange und befrage ihn. Okay, ich suche mir eine Zuckerstange. Mal sehen, irgendwo hier hinten müsste das ja dann sein, im Hafenviertel. Hier können wir auch klettern oder plündern erstmal. Erstmal plündern wir. Dann klettern wir. Wo sind wir denn hier? Ah. Warum greift er mich jetzt an?
Bin ich hier rein zufällig im Nautengebiet gelandet und das hat denen nicht gepasst? Ja gut, das ist vielleicht auch nicht gut, wenn ich hier mit Ureinwohnerkleidung rumlaufe, ne? Das ist, wenn man mal so überlegt, jetzt mitten in der Stadt laufe ich hier als Ureinwohner rum. Ich ändere das doch sicherheitshalber nochmal, mache das dann nur außerhalb. Also lege ich wieder das an. Und auch helmtechnisch. Und dann muss ich ja hier raus. Helm, Helm, Helm. Wo ist der Helm? Ganz oben natürlich. So. Die Handschuhe, das sind die Stiefel, das haut alles hin. Dann können wir das jetzt so lassen. Ich kann immer noch einen Fertigkeitenpunkt bekommen. Fähigkeitenpunkt, den nutzen wir später. Können wir schön runterschauen. Hier kommen wir, glaube ich, nicht dahin, wo wir hinwollen. Gehen wir einfach wieder zurück. Ich werde es leider nicht erfahren, ob der uns auch angegriffen hätte, wenn ich diese Kleidung nicht gehabt hätte. Aber gut, schauen wir einfach mal weiter. Jetzt sind wir wieder in San Mateos und das Hafenviertel jetzt wahrscheinlich von hier aus noch. Stadt San Mateos, jetzt gehen wir in die Richtung, jetzt hier Kasernenstraße. Ja, auch zum Hafen. Kiste, gib mir alles. Mal hier runter. Kreuz und quer. Hier sollen wir irgendwo eine Zuckerstange finden. Oder wird sie uns finden? That's true. You're right. Let's come back later. Ja, das stimmt natürlich. Der hatte irgendwas von Nacht gesagt. Ich kann daher auch nur des Nachts hierher kommen. Na, ich kann auch vorher herkommen. Es bringt mir nur nichts. War das auf der Karte die Uhrzeit? Die Frage, wo war denn die Uhrzeit? Hier ist die Karte. Die Erfahrung. Oh, bald wieder ein Level up. Ist auch gut. Also irgendwo gab es eine Uhrzeit, ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Gute Frage. Nächste Frage. Machen wir weiter. Da es hell ist, ist anscheinend auch nicht Nacht. So, denken wir jetzt einfach mal so, ne? Das wird wohl auch so sein. Hier ist mein Wohnsitz und dort kommen wir hin und da kann ich dann auch dementsprechend Zeit voranschreiten lassen. War sinnloser Weg, den ich gerade gelaufen bin, aber ist ja erstmal egal. Dann laufen wir jetzt einfach wieder zurück. Zu meinem Wohnsitz, den ich hoffentlich auf diesem Wege finde. Ist der hier? Nö. Aber hier ist eine Kiste. Bin ich jetzt hier gelandet? Fast. Oh, ich war gar nicht so schlecht. Da ist der Wohnsitz. Ich habe ja schließlich einen Vorgarten. Oder einen Vorraum, eher gesagt. So, ich lege mich direkt vor das Lagerfeuer zum Schlafen. Und zwar bis zur Abenddämmerung, bis zur Nacht ausruhen. Und wieder raus. Jetzt ist es dunkel. Und jetzt laufen wir den ganzen Weg wieder zurück. In der Hoffnung, dass ich den Weg auch wiederfinde. Es sind ja schließlich 12 Stunden vergangen. Ja, genau. Nachts werde ich schon nicht angegriffen. Was auch sonst. Und die alle auf einmal her. Treffer. Erwischt.
Es waren ja einige, die mich allein gegriffen haben. Aber so ist das wohl des Nachts. Das war ja auch in der anderen Stadt nicht anders. War das jetzt hier der richtige Weg? Ja, genau, hier hinter. Die Kiste habe ich anscheinend vorhin übersehen. Dann nehmen wir sie jetzt mit. Aber klar, dass hier wieder was kommt. Der ist auch weg. Warst du schon? Mehr waren es nicht. Hier waren es jetzt weniger. Schade. Ich wollte mehr Tod. Ring der Mutter Äbtissin. Bringt der Ring etwas? Nur wenn ich mentale Kraft 3 hätte, dann wäre er ein kleines Stück stärker. Der gewaltige Ring hat schon mehr Kraft. Ich würde schon eher den geweihten Ring anlegen. So, gehen wir weiter in die Richtung. Jetzt werde ich wahrscheinlich hier gleich wieder angegriffen. Ist das die Zuckerstange? Good evening. Are you the one they call Candy Cane? Who are you? Desade, legate of the merchant congregation. A legate, no less. I imagine in these cases, the one accompanying you is the famous Petrus. You seem to be very well informed. Therefore, you might be able to answer my question. What do you know about a woman in a green coat? Why would I tell you? We know that you have business with this woman, and that she is actually the Mother Cardinal. How did you... You would be better off forgetting that. That's not exactly the response I'd imagined. But nevertheless, seems rather eloquent. I told you to forget about it, or you'll soon run into trouble. Legate or no legate. Come on, it was just an innocent little conversation. Goodbye, Mr. Kane. Bye. And Godspeed. We have enough information. Really? Is the fact that she bets on fights that are potentially fixed enough for you? It's already a huge scandal. Let me just think about it for a little while. I will find a way of putting this information to good use. I have faith in you, Father. Damit haben wir dieses Quest anscheinend beschlossen. Genau. Das war's schon. Damit ist auch gleich der Ruf zu Petrus gestiegen. Das haut doch hin. Dann können wir ja als nächstes vielleicht direkt mal mit dem Vater Justinius sprechen. Das markieren wir hier direkt mal. Das wäre dann der Weg, wie es weitergeht. Jetzt schauen wir mal noch. Aber wieder Fähigkeiten, Punkte bekommen, die wir ausgeben können. Was können wir denn mal Schönes machen? Sturm macht die Feinde auch anfällig für Magieschaden und Verlangsamungseffekte, selbst außerhalb der Stasis. Sturm bräuchte ich überhaupt erstmal 3 Punkte. Da warten wir mal noch eine Stufe, dann habe ich den 3. Punkt und könnte auch diese Fähigkeit freischalten. Bin mal gespannt, was die so auslöst. Jetzt haben wir aber noch die Talente. Also Intuition ist ja durch den Vasco schon automatisch freigelegt. Hier haben wir das Handwerk, ermöglicht dir grundlegende Waffen- und Rüstungsverbesserungen zu fertigen. Aber wir haben ja die Wissenschaft, damit kann man auch alchemistische Präparate fertigen, was schon sinnvoll wäre. Und das wollten wir eigentlich auch jetzt nehmen. Dann nehmen wir das, dann können wir nämlich auch mal ein paar Fallen noch mit herstellen, also die wir jetzt auch als Granaten verwenden können. Gerade dann bei größeren Gegnern könnte das schon sehr von Nutzen sein. Dieses Quest ist also abgeschlossen. Wie gesagt, das nächste Mal geht's mit Ärger in Eden weiter. Und bis dahin heißt es wieder, mögen die Hörner stets nach oben ragen.